Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und dies ist die Nähanleitung für das Schnittmuster Novemberback. In der Mitte der Tasche hast du eine richtig schöne große Tasche mit Reißverschluss. Diese Tasche ist mit dem Boden fest vernäht und unterteilt das Innere in zwei Fächer. Auf der Außenseite ist eine Tasche mit Druckknopf, die Tasche ist gefüttert. Die langen seitlichen Kanten werden von rechts abgesteppt, dadurch ergibt sich eine besonders schöne Form. Und das Schnittmuster enthält 3 Größen und die zeige ich dir jetzt noch genau. Dies sind alle Teile, die du für die Tasche benötigst. Ich nähe in diesem Video Größe M. Die Nähschritte sind für alle Größen gleich. In diesem Kästchen auf dem Schnittmuster steht das Material, das du hierfür benötigst. Das sind diese Sachen. Hier unten steht, was du zusätzlich zuschneiden musst, ohne Schnittmuster. Das sind diese 4 Quadrate. Die Teile habe ich für außen zugeschnitten, zweimal. Beim Zuschneiden dran denken, die Markierung für Gurt- und Wendeöffnung zu übertragen. Für die Innentasche wird das Schnittmuster hier an dieser Knicklinie einmal gefaltet und so wird dann der Innenstoff zugeschnitten. Die Nahtzugabe ist auch hier enthalten, wie in den gesamten Schnittteilen. Der obere Streifen von der Innentasche wird ebenfalls aus dem Außenstoff zugeschnitten, zweimal. Und das ist das Schnittmuster für die aufgesetzte Tasche. Los geht's! Und zwar beginnen wir mit der Reißverschluss-Innentasche. Ich habe hier einen langen Reißverschluss und zwar ist der von einem Kissenbezug. Ich werde beim Nähen der Kissentasche häufig gefragt, was kann man denn mit den Reißverschlüssen machen, die beim Abschneiden übrig bleiben. Und das ist meine Idee dafür. Nehmt einfach so einen Reißverschluss für die Reißverschluss-Innentasche. Oder natürlich einen in passender Länge. Die Länge des Reißverschlusses ist auf dem Schnittmuster angegeben. Ich schneide den Reißverschluss jetzt noch nicht auf die passende Länge zu, da ich das sehr praktisch finde, dass ich ihn so geschlossen annähen kann und schneide ihn dann erst am Ende ab. Als erstes kommt nun die linke Seite des Reißverschlusses auf die rechte Seite des Futters. Dann kommt der Innenstoff rechts auf den Reißverschluss. Die Stoffe liegen genau aufeinander und dazwischen liegt der Reißverschluss. Die rechten Stoffseiten schauen sich an. Dort wird mit 0,5 cm Nahtzugabe genäht. Dafür habe ich den Reißverschlussfuß eingesetzt. Diesen Nähschritt auf der anderen Seite des Reißverschlusses wiederholen. Die Stoffe vom Reißverschluss wegziehen und bügeln. Auf beiden Seiten knapp neben dem Reißverschluss absteppen. Jetzt schneide ich den Reißverschluss auf die passende Länge zu, aber vorher natürlich den Zipper in die richtige Position bringen. Dann kommen die Teile so aufeinander und werden an der unteren Kante genau aufeinander gelegt und genäht. Die Nahtzugabe ist 0,5 cm. Den Streifen rechts auf rechts an die Kante vom Innenstoff klammern und anschließend nähen. Die Nahtzugaben zusammen Richtung Streifen bügeln, dann knappkantig absteppen.
Die Reißverschlusstasche kommt nun mit der Kante genau auf die Kante von dem Innenstoff. Dann kommt die andere Innentasche rechts auf rechts ebenfalls genau an die Kante und wird mit ein paar Klammern fixiert. Dann zeichnest du eine Markierung rechts und links bei 1 cm. Nun nähst du die Stoffe aufeinander, beginne an der Markierung und ende an der Markierung. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Alle Nähte werden verriegelt. Nun nimmst du den oberen Stoff und faltest den unten so aufeinander, dass die Kanten wieder aufeinander liegen. Und dann kommt diese Kante wieder zurück auf die untere Kante. Das Ganze mit ein paar Klammern fixieren. Die Ecken liegen jetzt so aufeinander. Und nun kannst du auch oben schon mal die Kanten aufeinander legen von der Reißverschlusstasche und dem Stoff. Das wiederholst du nun an den anderen 3 Seiten. Also wie gesagt, die eine Kante bündig legen, dann zurückfalten, dass die Ecken so aufeinander liegen jetzt. Auf der anderen Seite kurz die Klammern entfernen und dann weitermachen. Nun die Seiten noch mehr aufeinander klammern und vor dem Nähen wird hier an der unteren Stelle eine Markierung bei 1 cm gemacht. Die Seiten nähen bis zur Markierung. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Bevor es mit dem Nähen weitergeht, mal nachschauen, ob auch alle Schichten von der Naht erfasst wurden. Als nächstes sind die seitlichen Bodennähte dran. Die liegen ja schon so in Form. Die Nahtzugaben von den Stoffen etwas auseinanderfalten, das muss jetzt nicht genau die Mitte sein. Und dann eine Klammer drauf stecken. Nun wird hier genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Jetzt geht es mit der Fronttasche weiter. Dafür die Stoffe rechts auf rechts stecken. Die Wendeöffnung markiere ich mit Nadeln. Damit die Tasche möglichst gleichmäßig wird, markiere ich mir hier noch ein paar Punkte, zum Beispiel unten, wo die Nadel stecken bleiben muss. Und bei der Rundung, dafür zeichne ich den 1 cm Nahtzugabe ein und dann habe ich genau die Punkte, wo die Nadel im Stoff stecken bleibt und der Stoff gedreht wird. Die Nahtzugaben an den Seiten und an den Ecken circa um die Hälfte kürzen. Dann die Tasche wenden und in Form bringen, anschließend die Wendeöffnung zustecken und dann werden die Nähte flach gebügelt.
Nun an den auf dem Schnittteil eingezeichneten Linien falten und mit schön viel Dampf bügeln. Beim Abkühlen etwas Schweres auf die Klappe legen. Anschließend wird diese Kante knappkantig abgesteppt und von hier hinten einmal rund um die Klappe bis dort. Jetzt kommt der Druckknopf an die Tasche. Dafür die Stelle markieren, auf dem Unterteil die Stelle markieren und den Druckknopf anbringen. An einem Außenstoff die Mitte markieren und auf dem Schnittteil kannst du ausmessen, an welche Stelle die Außentasche aufgesetzt wird. Das sind hier 10 cm von der Schnittkante und dort stecke ich nun die Tasche fest. Die Tasche wird nun von dem Knick knapp an der Kante bis zu dem anderen Knick auf das Außenteil genäht. Anschließend legst du die Klappe so um, wie sie hingehört, und knapp kantig an der Kante nähen. Die Außenstoffe nun rechts auf rechts aufeinander klammern und zusammennähen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Dann die Nahtzugaben auseinanderbügeln und die seitlichen Bodennähte aufeinander klammern und nähen. Die Nahtzugaben etwas zurückschneiden. Dann die Außentasche wenden und nun kommen die D-Ringe und die Gurte an ihre Position. Die D-Ringe mit dem Gurtband kommen auf die Seitennaht und die Gurtbänder an die Position mit der Markierung. Die Gurte werden nun auf der Außentasche festgenäht. Die Nahtzugabe ist 0,5 cm. Die Taschen kommen nun rechts auf rechts ineinander. Dabei kannst du dir überlegen, wo der Zipper sein soll und dementsprechend die Tasche hinlegen. Also ich trage meine Tasche links und möchte den Zipper vorne haben, deshalb liegt der Zipper hier oben. Dann kommen die Taschen rechts auf rechts ineinander und werden an den Kanten aufeinander gesteckt. Dabei beginne ich an den Seitennähten. Auf einer Seite zwischen den Gurten die Wendeöffnung markieren und dann von Nadel zu Nadel nähen.
Dann die Tasche wenden und die beiden Taschen ineinander stecken und die Wendeöffnung zustecken. Die Kanten flach bügeln und anschließend knappkantig absteppen. Die Tasche ist fertig, sieht auch so schon sehr schön aus. Alles ist da, wo es hingehört. Jetzt fehlen nur noch die abgesteppten Kanten, dafür geht es nochmal ans Bügelbrett. Du fasst also innen in die Tasche und schiebst die Ecke nochmal so schön raus und legst die Kante dann parallel zur Naht. Dabei ist es jetzt nicht wichtig, dass man die Innentasche mitnäht. Über die Kante jetzt bügeln und ein paar Klammern stecken. Wenn alle 4 Seiten geklammert sind, dann wird unten vom Boden von dieser Spitze bis nach oben genäht. Immer vom Boden bis nach oben. Hier an dieser Naht an der Spitze beginnen wir. Der Abstand zur Kante ist ca. 2 bis 3 mm. Zum Schluss nähen wir noch schnell den Crossbody-Gurt. Dafür nimmst du dir die Leiterschnalle und legst den Gurt um den mittleren Steg der Leiterschnalle. Dann das Ende so 1 bis 2 cm umklappen und auf den Gurt stecken und mit einem Rechteck festnähen. Dann nimmst du den ersten Karabiner und fädelst den Gurt dadurch und anschließend durch die Leiterschnalle. Dann kommt der Gurt durch den zweiten Karabiner. Das Gurtband wird wieder umgeklappt und auf den Gurt festgesteckt und mit einem Rechteck festgenäht. Jetzt ist alles fertig. Du hast mit Schnittmuster November wirklich super viele Möglichkeiten. Du kannst mit Fronttasche nähen oder ohne. Nur den Crossbody-Gurt oder nur die Schultergurte. Die Kanten absteppen oder nicht. Irgendwie hast du jedes Mal eine andere Tasche und für jede Gelegenheit ist was dabei, weil das Schnittmuster ja 3 Größen enthält. Das Nähen macht einfach super viel Spaß und jetzt zeige ich euch noch schnell mein Favorit. Im Moment ist es die kleine schwarze mit diesem schönen Innenfutter. Die nehme ich gerade aktuell am liebsten immer mit. Ich hoffe natürlich sehr, dass dir mein Video gefallen hat und freue mich super, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und über Kommentare freue ich mich auch immer riesig. Die lese ich nämlich super gerne. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es doch vielleicht heute. Ein Abo ist selbstverständlich kostenlos und du verpasst kein Video mehr. Hier seht ihr noch ein paar Bilder aus meinem Shop. Dort biete ich viele verschiedene Schnittmuster an, von der kleinen Tasche bis zur großen. Ein bisschen Kleinedung ist auch dabei und ein paar Freebooks. Ich freue mich, wenn du mal reinklickst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!